sag dir, wie es ist, ne? Es ist halt, weil es bei mir definitiv in die Wiege gelegt ist, so. Ich bin damit einfach aufgewachsen, so. Und ja, Alter, ich würde auch voll so eine V8-Karre fühlen, so, ne? Einen dicken Muscle Car auf der Viertelmeile, so, finde ich auch ultra geil. Aber am Ende, ja, kenne ich mich damit halt richtig gut aus und du kannst nur eine Sache wirklich gut machen, so sag ich mal. Ansonsten halt nicht, ne? Und also warum es jetzt der Luftgekühlte sein muss, liegt halt echt an der Familie und ich kann es mir auch anders gar nicht vorstellen. So, ne? So, das Auto gibt mir so viel Freude oder auch mein Käfer oder sowas. Ich mache das mit Leidenschaft. So, ne? Also das Geile ist halt bei den alten luftgekühlten VWs so, dass es halt Tuning-Teile in sämtlichen Weisen gibt. Du kannst den Motor, der wird schon seit über 80 Jahren einfach weiterentwickelt und was es da heutzutage alles für Tuning-Teile gibt und wie du den weiterbauen kannst, ist halt einmalig und wie du so ein Auto auch fährt quasi, ne? Es ist halt relativ sauber noch. Wenn ich Freunde mit dem Auto fahren lasse und sowas, die sagen alle, dass sie überrascht sind, wie gut der fährt, wie sauber der fährt, wie schön der bremst und sonst irgendwas. Und das zieht sich eigentlich durch alle alten VWs, so sag ich mal. Wenn du da irgendwie, ja gut, Benz ist natürlich, da finden sich auch schön alte Dinger, aber wenn du da in irgendeinen alten Fiat steigst oder sowas, das ist halt viel mehr eine Klapperkiste als sowas hier, ne? Und ich mag halt diese Vielfalt, was du alles verbauen kannst und hier Porsche-Teile passen hier und so. Und wie ausgereift dieser ganze Tuning-Bereich ist, was man da alles verändern kann und so, ne? Also das ist einfach das, was mich da dran wirklich so hart catcht, ey. Damals, mein erstes Auto war ein Käfer und bin mit dem halt immer zu den Treffen gefahren. Und für mich war halt klar, dadurch, dass ich halt mein Patenonkel, mein Stiefvater, mein Vater, alle hatten VW-Busse so und haben die auch immer noch, war für mich klar, ich brauche auch irgendwann einen Bus. Ich will in der Karre pennen, wenn ich am Wochenende Treffen unterwegs bin. Weißt du, du fährst Freitag nach Feierabend auf irgendein Treffen, willst ankommen, kommst abends an und musst erstmal dein scheiß Zelt aufbauen. So, das wollte ich loswerden. Deswegen war mir halt wichtig, irgendwann auch mal einen Bus zu haben. Ja, und als ich die ersten 2 Jahre mit dem Käfer unterwegs war, habe ich irgendwann mal einen Kollegen angehauen und meinte so, ja, ich würde einen Bus suchen, so, vielleicht hat er ja was. Und dann meinte er, hier du, ich habe da ein Auto, das wäre vielleicht was für dich. Und dann habe ich mir den angeguckt. Er hat mir das zum Geburtstag geschenkt quasi, dass ich den für den Einkaufspreis kaufen konnte, wie er den damals auch gekauft hat. Also ich bin da auch relativ entspannt zugekommen. Dann habe ich den erstmal 2 Jahre noch stehen gehabt und habe Teile gesammelt, so. Oh. Das ist eigentlich, ja, keine Ahnung, ich habe den seitdem ich 20 bin und das ist irgendwie mein ganzer Stolz so. Hier wandert so viel Zeit, so viel Geld und so viel Spaß auch rein. Also ich habe den jetzt seit letztem Jahr erst angemeldet und was ich mit dem Auto in diesem einen Jahr erlebt habe, schon geil. Ja, also zur Motorisierung, der hat das Größte, was man so serienmäßig bekommen hat. Ein 2-Liter-Motor mit einem langen Getriebe drin. Ich habe den ein bisschen umgebaut mit Doppelvergasern, also DeLautus habe ich da drauf, 40er. Ich habe noch eine Transistorzündung vom T3 verbaut. Und das Ganze fährt echt schön, so, du kannst wirklich im 4. Gang durchbeschleunigen und der kommt geil so. Und wenn du den im 3. ausrollst, dann
ja, keine Ahnung, seine 140 fährt er auch so, ne? Also ich fahre den so auf Langstrecke 130 im Schnitt, so, ne? Das sorgt oft für Verblüffung, sag ich mal, ne? Weil die Leute das echt nicht gewohnt sind, wenn du mit dem Ding auf einmal überholst, so, ne? Dadurch, dass ich den ja vom Fahrwerk her auch optimiert habe, also ich habe hier Bildsteindämpfer rundum drin, kannst du den halt auch echt in die Kurve schmeißen, so, ohne dass du Angst hast, da gleich rauszufliegen. Also vorhin habe ich kurz gedacht, so fuck, du hast jetzt alte Reifen hinten gerade drauf, so, aber ansonsten, du kannst das Ding richtig um die Kurve schieben, ne? Das macht schon echt Laune, ey. Also der Gesamtzustand ist es eigentlich. Also das Auto, als ich den bekommen habe, war halt recht unberührt. Der lief damals in Amerika und war halt so ein alter Hippie-Bus. Ne? Ich habe hier Flyer drin gefunden von irgendwelchen Hip-Hop-Festivals, wo Mitglieder waren. Drüben war noch so ein, also vorne auf der Front war noch so ein Überzieher fürs Reserverad, wo so ein Mandala drauf gemalt war mit Kind Green Bus und so. Also das war ein richtiger Hippie-Bus und ich habe halt auch viel versucht zu erhalten davon. So, ne? Also hier dieses Band, na, sieht man jetzt nicht, ne? Aber dieses Band und dieser ganze Kram, der hier im Innenraum noch ist wirklich von damals aus diesem Auto. Und ich habe, ja, wie gesagt, so viel versucht zu erhalten, wie es ging. So, ne? Also bis auf von unten rum habe ich den halt einmal auseinandergenommen, einmal gestrahlt, frisch lackiert, Technik überholt, so. Aber vom Lack her, vom Ist-Zustand wollte ich schon diesen alten Spirit auf jeden Fall erhalten. So, ne? Die Felgen sind Porsche Hackmesserfelgen, die gab es so beim 944, 924 oder auch auf dem 911 so, ne? Das sind ja relativ günstige Porsche-Felgen, die sind mir auf einem Teilemarkt mal zugelaufen und ich fand die Felgen irgendwie geil, dachte, die passen von der Patina gut auf das Auto und so und wollte die hier drauf haben. Macht nun aber nicht unbedingt jeder Hackmesser auf einen T2 und ich bin damit jetzt echt den ganzen Winter mit Bauchschmerzen rumgelaufen, die wirklich hinten unter die Radläufe zu kriegen, dass das am Ende auch passt und man das fahren kann, ohne dass das alles schleift, mit keiner Asphalt-Trennscheibe drauf. So. Aber ja, jetzt in der Höhe mit den Felgen ist das, glaube ich, auch relativ einzigartig. Klar, gibt bestimmt auch hier und da noch andere, aber ich fand die Felgen einfach stimmig für das Auto. So, ne? Das Auto hat jetzt über 40 Jahre gebraucht, um so auszusehen, wie es aussieht. Ich könnte ihn jetzt zum Lackierer stellen und der sieht innerhalb von einem Monat aus wie ein Neuwagen, aber diese Patina zurückzubekommen, diesen Schritt gibt es nicht. Und ein Auto, was nach 40 Jahren noch so gut aussieht vom Lack her, ist natürlich jetzt die Frage, sieht das noch gut aus oder sieht das schon schlecht aus? Ich finde, der Lack hat sich ziemlich gut gehalten für 40 Jahre. Und wie gesagt, ich könnte ihn jetzt zum Lackierer stellen und innerhalb von einem Monat sieht das aus wie ein Neuwagen, aber den Schritt zurück gibt es halt so leicht nicht mehr. Und ob ich den eines Tages vielleicht mal lackieren werde, wer weiß das schon so, ne? Aber ich liebe Patina halt voll so, ne? Und gerade das Auto, finde ich, hat eine sehr schöne Patina. Das ist sowieso eigentlich echt das Glück. So mein Freundeskreis, das, was wir da an Autos haben, mein T2, der Karmann von Jascha, Maltes Kübel, das sind so in der Klasse eigentlich die geilsten Autos, die ich so kenne. Also mein T2 würde ich schon mit zu den coolsten T2s überhaupt zählen, Bs so. Und das ist eigentlich ein krasses Privileg, dass du in deinem eigenen Freundeskreis die geilsten Autos irgendwie hast, so für dich selber. So, ne? Kann ja jeder finden, wie er will, aber so, auch Jaschas Karmann, Alter, das ist halt eine Eins, so, ne? Muss man echt sagen, so optisch und so. Ich habe mehrere besondere Geschichten und schöne Geschichten erlebt, jetzt schon seitdem ich den habe, aber es gibt auch echt besondere, so die erste Fahrt mit dem Ding, wo ich gerade rote Nummern gekriegt habe und mal die erste Probefahrt gemacht habe. Da bin ich damals zu einem Familienfest nach Peine runtergefahren und ja, die ganze Zeit, weil noch alter Dreck im Tank war, liegen geblieben, schön auf dem Rückweg im Elbtunnel liegen geblieben und die Feuerwehr hat mich da rausgeschleppt und so. Und das war natürlich so ein direkt verbindendes Erlebnis, aber ich muss sagen, das war halt damals Dreck im Tank, deswegen bin ich ein paar Mal liegen geblieben, keinen vernünftigen Spritfilter dazwischen gehabt und seitdem toi 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 läuft die Karre schön und hat noch keinen Ärger wieder gemacht.
Ja, und ich habe mit dem Auto letztes Jahr richtig viele Kilometer abgespult, habe Familie in Berlin besucht und bin zu sämtlichen Treffen gefahren, habe damit Urlaub gemacht und habe eigentlich meinen Sommer da drin verbracht. So. Also ich habe damit richtig viel erlebt. Geile Partys, wir haben hier mit 12 Mann im Regen drin gesessen und einfach nur Fett Party gemacht und so. Also das ist schon ein Auto, was benutzt wird. Ne? Das ist jetzt nicht hier so modellschöner Wohnen, sondern ich bin mit dem Auto echt, ja, ich habe das zum Benutzen so. Ne? Das sieht hier auch dementsprechend teilweise aus. So, ne? Aber ja, ich freue mich jetzt auch die Innenausstattung mal fertig zu machen. So. Das ist schon ein langes Projekt. Wenn das hier so ready ist, dann bin ich gespannt auf die nächsten Jahre. Ja, also mich haben definitiv viele Leute unterstützt. Seien es irgendwelche Bekannten mit Ratschlägen. Mich haben Leute unterstützt, indem sie gesagt haben, Mensch, hier, ich habe noch ein paar Wischerarme, die kannst du haben und sowas. Also da war schon krasse Unterstützung da, aber am Ende hat das Auto wirklich die Hauptumbauzeit war ein halbes Jahr so. Also ich habe den abgeholt Ende Dezember und Anfang April bin ich das erste Mal gefahren und der war eigentlich soweit TÜV-fertig. Also wir haben da wirklich richtig Gas gegeben und das war definitiv auch damals mein eigener Ehrgeiz. Letztendlich ja, hat es noch ein bisschen, bis der wirklich getüft auf der Straße war, ging auf einmal doch noch ganz schön Kohle rein. Aber so das erste ist schnell passiert damals und da auf jeden Fall vielen Dank raus an die Leute, die da geholfen haben. Auch gerade ein guter Kollege, der Lars, der da damals seine Halle so gestellt hat, wo wir echt alle Möglichkeiten hatten mit Hebebühne und sowas. Ohne sowas wäre es auch nicht gelaufen, so, ne? Muss man sagen. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch die kleine Vorstellung von meinem Bus. Ey, lasst gerne hier ein Abo da für Sauerkrauts. Kommt auch mal bei Hartmut rum auf unserem Kanal. Jede Woche geile Videos, ne? Vielen Dank fürs Einschalten, kommt auch wieder vorbei und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, ne? So in die Richtung oder was? Das ist vorbei jetzt, ne? Also ich würde sagen, das Ding ist im Kasten. Also mir gefällt das auch besser mit in die Linse gucken, das weißt du, ne? Hier die ganze Zeit gucken und suchen, was man so erzählen kann, aber nein, hier in die Linse, dann bin ich echt mehr da, weißt du, was ich meine? Ja, ey, hat mir auch Spaß gemacht mit dir, ne? Guten Job hast du ja gemacht. Also ich hoffe, dass das Video auch gut ist dann am Ende, ne? Aber ja. Willst du noch, dass ich was sag? Wartest du, bis die Zeit im Kasten ist oder was? So, dann blenden wir jetzt hier den Feierabend ein. Ja, das ist ja echt so. Hä? Hallo? Dick, dick. Seid ihr immer noch da? Nun, aber mal weg da von der Couch, ne? Rauf, rein in den nächsten Kanal. Macht irgendwas Ordentliches. Tschüss jetzt!